Zum Brunch in den Park, das passende Outfit für den Strand, 25 Grad, Weihnachtszeit in Sydney, Sommer in Australien. Zum Festessen gibt's viel Seafood direkt vom Fischmarkt, Garnelen, Red Snapper oder Muscheln. Shopping in der City unterm Lichterhimmel. Die größte Stadt Australiens liegt an der Ostküste, Sydney, 4,5 Millionen Einwohner. Im Dezember beginnt der Sommer in Down Under. Es geht zum Strand, auch mit Surfboard im Bus. Ich bin den Weihnachtsbräuchen auf der Spur an Sydneys berühmtem Bondi Beach, direkt am Pazifik. Rote Badehose, Zipfelmütze, es ist rappelvoll. Ivo ist mit Freunden hier. Das ist wohl der angesagteste Ort zu Weihnachten. Es wird zwar ziemlich voll hier, aber es ist der bekannteste Strand von Sydney und der Place to be. Er kommt aus Tschechien, die Beachvolleyballerinnen aus Deutschland, Weihnachten international. Sydney ist ein Magnet für junge Leute aus der ganzen Welt. Zurück nach Downtown, das Weihnachtswochenende, eine Stadt im Shoppingfieber. Morgen ist Heiligabend, Christmas Eve. Rund um die Festtage sind besonders viele Touristen hier. Weihnachtskonzerte gibt es an vielen Ecken. Mitten im Zentrum steht das Queen Victoria Building, Sydneys berühmtester Einkaufstempel. Davor singt der Australian Girls Choir, auch eine echte Institution mit gefeierten Auftritten weltweit. Australien war bis 1907 eine britische Kronkolonie. Man sieht es immer noch. Queen Victoria, Oberhaupt des britischen Empires. Zum Thronjubiläum 1898 wurde der Shoppingpalast eröffnet. Luxus und Glanz an jeder Ecke. Der riesige Weihnachtsbaum ist eine Touristenattraktion. Boutiquen, Bars und Restaurants auf 4 Etagen. Kurz vor dem Fest gibt's auch diesen Einpackservice für die Kunden. Hier das moderne Sydney, Finanzzentrum Australiens. Direkt angrenzend das alte Hafenviertel The Rocks. Viele Pubs, jedes Jahr gibt es einen Weihnachtsmarkt. Bei Touristen beliebt, wie auch der Circular Quay, die Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe und Passagierfähren. Die Fähren sind im Minutentakt unterwegs und gehören zum öffentlichen Verkehrsnetz. Die perfekte Sightseeing-Tour vorbei am Opernhaus. Noch ein Wahrzeichen, der Fernsehturm. Sydney von oben betrachtet, Hafenbucht und Pazifik draußen am Horizont. Die berühmte Harbour Bridge. 251 Meter ist die Besucherplattform hoch. Die perfekte Aussicht auf den City Business District. »24. Dezember, ein normaler Einkaufstag. In Paddy's Market weihnachtet es schon. Etwas festlicher Glanz zwischen Gemüse- und Obstständen und letzten Einkäufen vor dem Fest.
Die 3 Musikstudentinnen geben zwar alles, die Kundschaft hat für die Gesangseinlage aber gerade keine Zeit. Ein paar Ecken weiter, Ausnahmezustand am Sydney Fish Market. Bis zu 150.000 Kunden werden beim sogenannten Seafood-Marathon erwartet. Australier sind verrückt nach Garnelen. 3 Kilo hat dieser Kunde gerade gekauft. Ist das für ein Restaurant? Nein, fürs Weihnachtsessen. Das sind aber viele Garnelen. Es sind auch viele Leute. Langusten, Hummer, Krebse, rund 350 Tonnen Meeresfrüchte gehen über die Theke. Beim Seafood-Marathon sind die Geschäfte 36 Stunden lang nonstop geöffnet. Vom 23. Dezember frühmorgens bis Heiligabend am späten Nachmittag. Das Weihnachtsessen findet traditionell am 25. Dezember statt. Da dürfen Austern nicht fehlen. Am besten kauft man sie gleich dutzendweise, wie dieser Kunde. 3 Dutzende Austern, 1,5 Kilo Garnelen und 500 Gramm Lachs. Ob Austern, Krebse, Fisch, die Händler machen an diesen 2 Tagen bis zu 1/4 ihres gesamten Jahresumsatzes. Wer hungrig ist, auf dem Markt gibt's auch einige Restaurants. Für diese Familie ist das gemeinsame Essen auch eine Weihnachtstradition. Seit mehr als 10 Jahren machen wir das so. Erst Meeresfrüchte kaufen, dann verstauen wir alles gut und dann kommen wir hier hin und genießen das gute Essen. Good seafood at this place. Okay. Merry Christmas. Kühltaschen sind bei der Sommerhitze von oft 30 Grad und mehr unverzichtbar. Bis an den Rand voll mit Seafood, Garnelen, Austern, alles Mögliche. Das ist alles für die ganze Familie. Na dann, guten Appetit! Wer gerade nicht am Fischmarkt ist, der ist hier. 26 Meter hoch, der größte Weihnachtsbaum Australiens und Menschenmassen. Es spielt das Orchester der Heilsarmee. Ein paar Meter weiter spielt der musikalische Nachwuchs. Das ist der erste große Auftritt für die Kids. Das gibt ihnen hoffentlich Selbstvertrauen. Ich bin so stolz auf sie. Echo ist Mutter von 2 Kids dieser Truppe. Für den Anfang haben sie doch schon eine Menge Fans versammelt. Stimmungsvoll ist das Ambiente in dieser alten viktorianischen Einkaufspassage. Letzte Geschenkeeinkäufe an Heiligabend. St. Mary's, die Kathedrale. Der Brunnen am Hyde Park, es ist immer noch jede Menge los. In der berühmten Oper stehen jedes Jahr festliche Konzerte und spektakuläre Weihnachtsshows auf dem Plan. Nächster Morgen, erster Weihnachtsfeiertag. Menschenmassen pilgern an die Strände, vor allem zum Bondi Beach. Mit weihnachtlichem Kopfschmuck und passenden Badeanzügen. Hauptsache gesehen werden. Es geht natürlich auch so in den australischen Nationalfarben. Diese Clique trifft sich zum Geschenkewichteln am Strand. Es heißt sie aber anders. Secret Santa. Secret Santa. Wir tauschen Geschenke unter Freunden aus. Sogar Brauchbares ist dabei. Und ein richtiger Weihnachtspulli. Zwar ein bisschen warm für heute, aber eigentlich perfekt für den Winter. Und das Motiv passt ja wohl für heute. Hier können alle tragen und machen, was ihnen gefällt.
Sydney ist eine liberale Metropole. Menschen aus allen Kontinenten und aller Glaubensrichtungen fühlen sich hier wohl. Je länger der Tag dauert, desto ausgelassener die traditionelle Weihnachtsparty am Bondi Beach. Zweiter Weihnachtstag, Start zur Regatta Sydney-Hobart. Das ist eine ganz typische Weihnachtstradition. 1 Million Zuschauer, die den Start des Rennens sehen wollen. Das wird fantastisch. Marcus Grimes ist Skipper. Es knistert vor Anspannung. 84 Yachten, rund 1200 Kilometer auf See. Es geht Richtung Süden nach Tasmanien. Marcus und seine Crew, letzter Routinecheck auf der Yacht. Insomnia übersetzt, Schlaflosigkeit, das passt zum Rennen. So sieht's hier aus. Ist ziemlich wenig Platz hier. Ja, stimmt, wenig Platz. Und die Schlafplätze sind hinter dir? Ja, einer oben, der andere hier. Hier sind die Segel. Nur das Nötigste wird hier gelagert. An viel Schlaf ist hier nicht zu denken. Was ist das? Das ist unsere Küche. Die Küche? Ziemlich simpel. 3 Tage in dieser engen Kiste, das muss man wollen. Gerade startet das einzige deutsche Schiff mit Skipper Christopher Opilok. Das ist der zweite Versuch. Der erste ging, weil das Ruder gebrochen ist, schief vor 6 Jahren. Und jetzt fiebern wir mit ihm und er muss ankommen. Seit 1945 gibt es die Sydney to Hobart Regatta, eines der härtesten Segelrennen der Welt. Es wird ernst für die Insomnia, gleich geht's los. Halb Sydney verfolgt den Start, hunderte Boote eskortieren die Segler bis zum offenen Meer. Jede Menge Zuschauer sind an Land, das Wetter spielt mit. Das Rennen, der Start, ein wunderschöner Tag. So viele Zuschauer auf dem Wasser und an der Küste. Einfach fantastisch. Oh, lovely. Immer ein mega Spaß. It's always super fun. Weihnachten geht zu Ende. Der Hochsommer kommt. Übrigens, die Insomnia hat nach 4 Tagen Tasmanien sicher erreicht.